Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster. Ein sehr schönes, aber auch sehr einfaches Muster. Passt sehr gut zum Beispiel für Mützen, für Babykleidung. Aber man kann auch bestimmt auch damit schöne Kissenhüllen stricken. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Maschen für das Muster habe ich bereits angeschlagen. Mustersatz besteht hier aus 4 Maschen plus 2 Randmaschen. Also ich habe jetzt 20 plus 2, 22 Maschen angeschlagen. Und jetzt stricken wir die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab und stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links. Das ist der Musterrapport für diese Reihe. Also eine Masche rechts, eine Masche links. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Da stricke ich eine Masche links und die Randmasche stricke ich rechts. Diese kann man aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. So, jetzt wende ich. So, die Randmasche hebe ich so ab, dass ich den Faden vor die Arbeit lege und die Randmasche abhebe. Wenn man die letzte Randmasche links strickt, dann bleibt der Faden ganz normal. So, jetzt machen wir Folgendes. Die zweite Reihe stricken wir alles nach Muster. Eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links und so weiter. Also wir stricken so, wie die Maschen schauen. So schaut es aus. So, am Ende der Reihe habe ich eine Masche links gestrickt und die Randmasche habe ich rechts gestrickt. Jetzt wende ich. Jetzt stricken wir die dritte Reihe. So, die Randmasche hebe ich ab. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt hier zwischen den beiden Maschen nehme ich eine Masche auf. Das ist eine rechte Masche. Also hier haben wir diese Schlinge, da stiche ich ein und nehme die Masche auf. Jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Jetzt mache ich Folgendes: Diese Masche, die wir aufgenommen haben, ziehe ich über diese alle 3 Maschen so durch. Jetzt stricke ich eine Masche links. Und das Ganze wiederholen wir. Hier zwischen nehme ich mir eine Masche auf. Jetzt stricke ich 3 Maschen nach Muster, rechts, links, rechts. Und jetzt ziehe ich diese Masche über alle 3 Maschen durch. Eine Masche links. Nochmal hier zwischen nehme ich mir eine Masche auf. 3 Maschen nach Muster, rechts, links, rechts. Jetzt ziehe ich mir diese Masche über die 3 Maschen, eine Masche links. Schaut das Ganze aus und das Ganze wiederholen wir. Eine Masche aufnehmen, eine Masche rechts, links, rechts. Jetzt ziehe ich einmal über alle 3 Maschen diese Masche und eine Masche links. Nochmal die Masche aufnehmen, 3 Maschen nach Muster. Jetzt ziehe ich mir diese Masche so rüber. Jetzt habe ich am Ende der Reihe eine Masche links und die Randmasche stricke ich rechts. So schaut das Ganze aus. So, jetzt wende ich die Reihe und die 4. Reihe stricke ich alle Maschen nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine links und so weiter. Also im Wechsel immer eine Masche rechts, eine Masche links.
So, und jetzt stricken wir die 5. Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links. Jetzt wiederholen wir das gleiche. Hier ziehe ich mir eine Masche, also nehme ich mir eine Masche auf, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Jetzt ziehe ich mir diese Masche, die wir aufgenommen haben, über diese 3 Maschen. Eine Masche links. Eine Masche nehme ich mir auf, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, also 3 Maschen nach Muster, und dann ziehe ich mir diese aufgenommene Masche über diese 3 Maschen. Eine Masche links, eine Masche aufnehmen, 3 Maschen nach Muster, dann ziehe ich mir diese Masche über alle 3. Eine Masche links, eine Masche aufnehmen, 3 Maschen nach Muster und so weiter. So stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, ich schaue einmal ganz. Und am Ende der Reihe, hier haben wir eine linke Masche. Hier müsste ich eine Masche wieder aufnehmen. Aber ich stricke jetzt einfach eine Masche rechts, eine Masche links. Und die Randmasche stricke ich rechts. So schaut es aus. Und die Rückreihe stricke ich alle Maschen nach Muster. So, die Randmasche hebe ich ab und dann stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine rechts, eine links und so weiter. Und jetzt wiederholen wir das Ganze ab der 3. Reihe. Also die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich hier sofort in dem Zwischenraum, nehme ich mir eine Masche auf. Dann stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Jetzt hebe ich mir diese Masche über alle 3 Maschen. Eine Masche links. Hier zwischen eine Masche aufnehmen, rechts, links, rechts. Und dann ziehe ich die Masche über alle 3 Maschen. Eine Masche links. Das gleiche wiederholen wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Eine Masche links und so weiter. So schaut es dann aus. Also auf diese Weise stricken wir dann weiter. Wir wiederholen praktisch 3., 4., 5., 6. Reihen. Genau, ich stricke dann noch ein paar weitere Reihen, um zu schauen, wie das Muster ausschaut. So, ich habe jetzt ein paar weitere Reihen gestrickt. So schaut das Muster aus. Ein sehr schönes Muster, finde ich. Also euch wünsche ich viel Spaß. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.